Weihnachten. Die wichtigsten Vokabeln. Wenn du Weihnachten in Deutschland wirklich verstehen willst, reicht es nicht, die Wörter zu übersetzen. Du musst hören, wie sie sich anfühlen, wie sie im Alltag benutzt werden und welche Stimmung sie tragen. In diesem Video lernst du die wichtigsten Vokabeln zu Weihnachten in Deutschland, aber auf eine andere Art. Ich erkläre jede Vokabel mit sehr einfachen Sätzen und erzähle dir dazu eine kleine Geschichte aus dem echten Leben. So kannst du die Wörter langsam aufnehmen und dir vorstellen, wie Weihnachten in Deutschland wirklich ist. Du hörst Deutsch, das ruhig ist, klar ist und aus dem Alltag kommt. Dieses Video hilft dir, Deutsch nicht nur zu lernen, sondern es innerlich mitzuerleben. Weihnachten. Die erste Vokabel ist Weihnachten. Weihnachten ist ein wichtiges Fest in Deutschland. Es ist im Dezember, wenn es früh dunkel wird und draußen kalt ist. Viele Menschen haben an Weihnachten frei oder weniger Arbeit. Weihnachten bedeutet für viele Menschen Zeit mit der Familie und Zeit für sich selbst. Es ist eine ruhige Zeit. Die Menschen sprechen langsamer und bleiben öfter zu Hause. In meiner kleinen Geschichte komme ich an einem Wintertag nach Hause. Es ist schon Abend, obwohl es noch nicht spät ist. Draußen ist es kalt und still. Ich schließe die Tür hinter mir und der Lärm bleibt draußen. In der Wohnung ist es warm und ruhig. Ich ziehe meine Jacke aus und setze mich ins Wohnzimmer. Meine Familie ist da und wir sitzen zusammen. Niemand schaut auf das Handy. Wir sprechen leise und trinken etwas Warmes. Es gibt kein Programm und keinen Stress. Ich merke, dass heute Weihnachten ist. Der Tag fühlt sich anders an. Alles ist langsamer. Ich bleibe sitzen, höre zu und genieße diesen Moment. So fühlt sich Weihnachten in Deutschland für viele Menschen an. Advent. Die nächste Vokabel ist Advent. Der Advent ist die Zeit vor Weihnachten. Er beginnt einige Wochen vorher und endet kurz vor dem Weihnachtsfest. In Deutschland ist der Advent eine sehr besondere Zeit. Viele Menschen bereiten sich langsam auf Weihnachten vor. Der Advent ist keine hektische Zeit, sondern eine ruhige Zeit. Die Tage sind kurz und es wird früh dunkel. Viele Menschen machen es sich zu Hause gemütlich. In meiner kleinen Geschichte stehe ich morgens auf und draußen ist es noch dunkel. Ich gehe aus dem Haus und die Luft ist kalt. In den Fenstern der Häuser sehe ich Lichter und Kerzen. Auf den Straßen hängen Sterne und kleine Lampen. Die Menschen gehen langsamer als sonst. Niemand rennt. Ich höre leise Gespräche und Schritte. Auf dem Weg zur Arbeit denke ich nicht an Stress, sondern an den Abend. Ich weiß, wenn ich nach Hause komme, ist es warm und ruhig. Ich merke, dass Advent ist. Diese Zeit fühlt sich an wie ein langsames Warten. Man wartet nicht ungeduldig, sondern ruhig. So erleben viele Menschen in Deutschland den Advent. Adventskalender. Die nächste Vokabel ist Adventskalender. Ein Adventskalender gehört für viele Menschen in Deutschland fest zum Advent. Ein Adventskalender hat 24 kleine Türen oder Fenster. Jeden Tag im Dezember öffnet man eine Tür. Man beginnt am 1. Dezember und endet am 24. Dezember. Hinter jeder Tür ist eine kleine Überraschung. Oft ist es Schokolade, manchmal ein Bild oder ein kleines Geschenk. Der Adventskalender hilft den Menschen, die Tage bis Weihnachten zu zählen. Er macht das Warten langsamer und schöner. In meiner kleinen Geschichte stehe ich morgens in der Küche. Es ist noch früh und draußen ist es dunkel.
Die Wohnung ist still. Ich gehe langsam zum Adventskalender, der an der Wand hängt. Ich suche die richtige Zahl und öffne vorsichtig die kleine Tür. Dahinter ist ein kleines Stück Schokolade. Ich nehme es heraus und lächle. Ich esse die Schokolade langsam und trinke einen Schluck Kaffee. Für einen Moment denke ich nicht an Arbeit und nicht an Termine. Ich denke nur an diesen kleinen Moment. Jeden Morgen wiederhole ich das. Jeden Morgen öffne ich eine Tür. So vergeht der Advent Tag für Tag. Der Adventskalender macht die Zeit bis Weihnachten ruhig und überschaubar. Viele Menschen in Deutschland verbinden mit dem Adventskalender genau dieses Gefühl von Ruhe und Vorfreude. Heiligabend. Die nächste Vokabel ist Heiligabend. Heiligabend ist der Abend vor dem ersten Weihnachtstag. Er ist immer am 24. Dezember. Für viele Menschen in Deutschland ist Heiligabend der wichtigste Moment der ganzen Weihnachtszeit. An diesem Abend kommen Familien zusammen und bleiben zu Hause. Viele Geschäfte sind geschlossen und die Straßen sind leer. Heiligabend fühlt sich anders an als normale Abende. In meiner kleinen Geschichte ist es später Nachmittag. Draußen wird es langsam dunkel und der Himmel ist grau. Ich bin zu Hause und alles ist vorbereitet. In der Küche riecht es nach Essen. Im Wohnzimmer brennt warmes Licht. Ich setze mich hin und warte. Die Zeit vergeht langsam. Niemand hat es eilig. Wir sprechen leise und hören zu. Irgendwann ist es ganz still. Man hört nur kleine Geräusche im Haus. Ich weiß, jetzt ist Heiligabend. Dieser Abend fühlt sich ruhig und besonders an. Viele Menschen in Deutschland verbinden Heiligabend mit genau dieser Stimmung von Ruhe, Nähe und gemeinsamen Warten. Weihnachtsbau. Die nächste Vokabel ist Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum ist ein sehr wichtiges Symbol für Weihnachten in Deutschland. Ein Weihnachtsbaum ist ein grüner Baum, meistens eine Tanne. Er steht in der Weihnachtszeit im Wohnzimmer oder in einem anderen großen Raum. Viele Menschen kaufen den Weihnachtsbaum einige Tage vor Weihnachten. Der Weihnachtsbaum wird geschmückt. Man hängt Lichter an den Baum, man hängt Kugeln an den Baum und oft auch kleine Figuren oder Sterne. Der Weihnachtsbaum steht nicht nur einfach im Raum, er verändert die Stimmung im ganzen Haus. Wenn der Weihnachtsbaum da ist, fühlt sich das Zuhause anders an. In meiner kleinen Geschichte bringe ich den Weihnachtsbaum nach Hause. Draußen ist es kalt und meine Hände sind rot vom Tragen. Ich stelle den Weihnachtsbaum in das Wohnzimmer und trete einen Schritt zurück. Der Raum sieht plötzlich voller aus. Später am Abend schmücken wir den Weihnachtsbaum gemeinsam. Wir hängen langsam die Lichter auf. Dann kommen die Kugeln. Jede Kugel hat eine Geschichte. Wir sprechen darüber und erinnern uns. Als alles fertig ist, schalten wir das Licht im Raum aus und nur der Weihnachtsbaum leuchtet. Das Licht ist weich und ruhig. Ich setze mich auf das Sofa und schaue lange auf den Weihnachtsbaum. Niemand sagt etwas. Der Weihnachtsbaum steht einfach da und macht den Raum still. Für viele Menschen in Deutschland beginnt Weihnachten erst richtig, wenn der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer steht und leuchtet. Geschenke. Die nächste Vokabel ist Geschenke. Geschenke sind Dinge, die man anderen Menschen gibt, um Freude zu zeigen. In Deutschland spielen Geschenke an Weihnachten eine große Rolle, aber sie sind nicht das Wichtigste. Geschenke sollen zeigen, dass man an jemanden denkt. Viele Menschen kaufen Geschenke schon Wochen vor Weihnachten. Andere Menschen machen Geschenke selbst. Geschenke liegen oft unter dem Weihnachtsbaum
und bleiben dort bis zur Bescherung. Alle sehen die Geschenke, aber niemand öffnet sie sofort. In meiner kleinen Geschichte sitze ich im Wohnzimmer und sehe die Geschenke unter dem Baum liegen. Sie sind in Papier eingepackt und haben Schleifen. Ich weiß, für wen jedes Geschenk ist, aber ich sage nichts. Ich nehme ein Geschenk in die Hand und spüre das Papier. Ich lege es wieder zurück und setze mich hin. Die Geschenke bleiben dort und warten. Später sitzen wir alle zusammen im Raum. Niemand schaut auf die Uhr. Die Geschenke liegen still unter dem Weihnachtsbaum und gehören einfach dazu. Sie machen den Raum voller, aber sie machen keinen Lärm. Ich merke, dass es bei Geschenken nicht um den Wert geht. Es geht um den Moment, um das Warten und um das Zusammensein. So erleben viele Menschen in Deutschland Geschenke an Weihnachten. Bescherung. Die nächste Vokabel ist Bescherung. Die Bescherung ist der Moment, in dem man an Weihnachten die Geschenke öffnet. In Deutschland findet die Bescherung meistens an Heiligabend statt. Die Bescherung ist kein schneller Moment. Viele Familien machen alles langsam und ruhig. Man setzt sich zusammen, oft im Wohnzimmer, und nimmt sich Zeit. Die Geschenke liegen schon lange unter dem Weihnachtsbaum und warten auf diesen Moment. In meiner kleinen Geschichte sitzen wir alle zusammen im Wohnzimmer. Der Weihnachtsbaum steht in der Ecke und leuchtet. Das Licht im Raum ist gedimmt und es ist sehr still. Niemand steht auf. Niemand hat es eilig. Einer nach dem anderen bekommt ein Geschenk. Jemand liest den Namen vor. Dann nimmt man das Geschenk in die Hand. Man öffnet es langsam und schaut genau hin. Alle anderen schauen zu. Man bedankt sich und lächelt. Dann kommt das nächste Geschenk. Die Zeit vergeht langsam, fast wie in Zeitlupe. Ich merke, dass die Bescherung nicht nur das Öffnen der Geschenke ist. Die Bescherung ist das gemeinsame Sitzen, das Warten und das Teilen dieses Moments. Für viele Menschen in Deutschland ist die Bescherung der ruhigste und emotionalste Teil von Weihnachten. Weihnachtsmarkt. Die nächste Vokabel ist Weihnachtsmarkt. Ein Weihnachtsmarkt ist ein besonderer Markt im Winter. Er findet in vielen Städten in Deutschland statt, meistens im Dezember. Der Weihnachtsmarkt ist draußen und oft auf einem großen Platz. Es gibt kleine Stände aus Holz. An den Ständen verkaufen Menschen Essen, Getränke und kleine Dinge. Viele Menschen gehen am Abend auf den Weihnachtsmarkt. In meiner kleinen Geschichte gehe ich nach der Arbeit durch die Stadt. Es ist schon dunkel und die Luft ist kalt. Ich sehe Lichter von weitem. Je näher ich komme, desto wärmer wirkt die Umgebung. Auf dem Weihnachtsmarkt stehen viele Menschen zusammen. Sie sprechen leise und lachen. Ich gehe langsam von Stand zu Stand. Ich halte ein warmes Getränk in der Hand und spüre die Wärme. Überall sind Lichter und leise Musik. Ich bleibe stehen und schaue mich um. Niemand hat es eilig. Ich bleibe noch einen Moment stehen, auch wenn ich nichts kaufen will. Der Weihnachtsmarkt ist kein Ort für schnelles Einkaufen. Er ist ein Ort zum Dasein, zum Warten und zum Zusammensein. Für viele Menschen in Deutschland gehört der Weihnachtsmarkt fest zur Weihnachtszeit und zu dem Gefühl von Winter und Ruhe. Glühwein. Die nächste Vokabel ist Glühwein. Glühwein ist ein warmes Getränk, das viele Menschen in Deutschland im Winter trinken. Glühwein besteht aus Wein, der erhitzt wird, und aus Gewürzen wie Zimt und Nelken. Oft schmeckt Glühwein süß und würzig. Glühwein trinkt man nicht zu Hause im Alltag, sondern vor allem draußen im Winter.
Besonders bekannt ist Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. In meiner kleinen Geschichte gehe ich an einem kalten Abend durch die Stadt. Meine Hände sind kalt und ich ziehe den Schal enger. Ich bleibe an einem Stand stehen, an dem Glühwein verkauft wird. Der Dampf steigt aus dem Topf und die Luft riecht nach Gewürzen. Ich bestelle einen Becher Glühwein und halte ihn mit beiden Händen fest. Der Becher ist warm und meine Finger werden langsam wieder warm. Ich nehme einen kleinen Schluck und spüre die Wärme im Körper. Um mich herum stehen andere Menschen mit Bechern in der Hand. Niemand trinkt schnell. Alle stehen einfach da, sprechen ein wenig oder schauen in die Lichter. Ich bleibe noch einen Moment stehen, auch wenn es kalt ist. Der Glühwein macht den Winterabend ruhiger und langsamer. Für viele Menschen in Deutschland gehört Glühwein fest zur Winterzeit und zur Stimmung von Weihnachten dazu. Jetzt kennst du viele wichtige Vokabeln zu Weihnachten in Deutschland und du hast gehört, wie diese Wörter im Alltag benutzt werden. Diese Wörter sind nicht nur Sprache, sie tragen Gefühle, Bilder und Ruhe in sich. Wenn du an diese Vokabeln denkst, kannst du dir Situationen vorstellen. Menschen, Orte und Momente. Genau so bleibt eine Sprache im Kopf. Nimm dir Zeit und hör dir die Wörter noch einmal an. Denk an die kleinen Geschichten und an die ruhige Stimmung. So wird Deutsch für dich nicht schnell und anstrengend, sondern langsam und vertraut. Du musst nichts auswendig lernen. Lass die Wörter einfach wirken und nimm sie mit in deinen Alltag. So wächst dein Deutsch Schritt für Schritt, ganz ruhig, wie der Winter in Deutschland.